Advanced Twin Mold, die Technologie, die wirklich Einzug gehalten hat und das ganze Leben von Nico Ockenfels verändert hat. Denn ein Rennrad ist es ja nicht. Es ist gedacht für einen Einsatz durchaus auch auf einem Feldweg. Ja, also von was wir hier quasi jetzt sprechen werden, ist der Bereich Gravel. Bei Cube nennt sich das Ganze New Road. Und es ist mit der Markt, der am meisten explodiert gerade. Und neben dem E-Bike natürlich. Aber hier sind die Sprünge wirklich extrem. Das heißt also, die Nachfragen sind gigantisch zu diesen Rädern. Und hier haben wir jetzt das Topmodell, das New Road SLX von Cube. Natürlich mit Carbonrahmen, C62. Das sieht aus wie ein Sonderpreis bei Lidl. 4,29 €, aber es stimmt nicht ganz. Nicht ganz, ne? Da musst du schon ein bisschen noch was drauflegen. Also wir haben das Rad gerade erst frisch reinbekommen. Hier in dem Fall jetzt mit Rahmengröße S, soweit ich weiß, in 53. Und wir können jetzt schon davon ausgehen, wir werden sie nicht lange haben. Also da wird es rasend schnell gehen. Wir haben noch ein paar in der Pipeline zum Glück. Aber alles, was New Road ist, gerade aus dem vergangenen Jahr, weil letztes Jahr die New Road Modelle sehr, sehr spät gekommen sind oder zum Teil jetzt auch noch gebaut werden. Das hing mit Problemen mit dem Rahmen zusammen, von der Qualität. Dann mussten wir die neu produzieren. Ist es jetzt hier so, dass wir jetzt froh sind, das Topmodell zu haben in dem Weinrot, kann man fast sagen. Man sieht ja auch die Grundierung, sprich den Carbon-Faser sieht man hier mit durch. Wir haben das schon bei verschiedenen anderen Modellen halt auch gesehen gehabt. Und also ein sehr, sehr dezentes Rad. Das heißt, je nachdem, wie du drauf schaust, jetzt wenn ich drauf schaue, sieht es eigentlich schwarz aus. Hat also auch so eine Art Effekt. Eine Frage der Seele des Betrachters. Ach so. Ja gut, dann. Bei mir ist es leuchtend rot, bei dir schwarz. Ah, gut. Es ist so ein Effektlack, willst du sagen? Genau, es ist ein Effekt und dadurch, gerade auch jetzt mit diesen braunen Reifenflanken, finde ich, sieht das Rad super edel aus. Also da könntest du jetzt auch eine Flasche Wein daneben stellen. Perfekt eigentlich. Ja, ein gutes Gaming-Notebook kostet auch so viel. Gut, kann man vielleicht nicht direkt vergleichen, aber das ist ja ein Sportwerkzeug. Also jemand, der Spaß dran hat, der bekommt ein Liebhaberobjekt. Geht's billiger bei Gravel, bei Cube? Ja, wir steigen schon knapp mit 1.000 € ein. Wir haben das ein oder andere Rad hier auch schon gefilmt zu. Nur hier bin ich jetzt mal froh, dass wir das SLX oder besser gesagt das SLT auch mal wirklich stehen haben und filmen können. Weil meistens, wenn du kommst, sind sie eigentlich alle schon wieder weg. Das ist jetzt ein Rad, was von der letzten Woche montiert wurde. Und ja, klar, Rahmengröße 56, 58, das sind die Rahmengrößen, die jetzt natürlich schon direkt weg sind. So, was ist der stärkste Finger, den du hast? Warum? Soll ich schon wieder hochheben? Ja, mit einem Finger bitte. Aber ich bin jetzt vorbereitet. Hier, du siehst ja, wir haben... Ja, habe ich gesehen. Jetzt angefangen, Schilder zu machen. Verrat's nicht, weil jedes Mal, wenn ich sage, was wiegt's denn, sagt er ja. Kann ich jetzt drauf gucken? Ich nehme So, 2 Finger. Das sind 2 Finger. Ein Finger. Mach mal einen Finger und Mittelpunkt, dass man sieht, das Ding wiegt nämlich wirklich nichts. Du hast es draufgeschrieben, jetzt darfst du auch mal verraten, die Zahl, die da steht. Was steht drauf? Muss ich ja schon lesen. Bist du wahrscheinlich schneller wie ich. 7,8 Kilo. 7,8 Kilo. Gesamtfahrzeuggewicht 115 Kilo. Das heißt, auch als Fahrer kann ich lang und groß und schwer sein. Das geht. Dafür ist es gemacht. Es wiegt wirklich, also für ein Gravelbike unter 8 Kilo ist schon gut. Ja, also um das nochmal, was ist die Abkürzung hier? Hier reden wir vom zulässigen Gesamtgewicht. Bedeutet, das Fahrrad und der Fahrer zusammen addiert, ist das zulässige Gesamtgewicht. In dem Falle wären wir hier bei, 115 Kilo dort stehen, wären wir bei 107 Kilo, die du quasi, die du wiegen darfst, um dieses Rad zu nutzen. So, wenn ich jetzt kurz nochmal zu mir kommst, Nico, wir müssen uns mal grundsätzlich darüber unterhalten, weil viele graveln ja noch nicht. Jetzt gibt es ja E-Bikes, die helfen dir, das schwere Gewicht des E-Bikes zu überwinden. Jetzt wiegt das Ding nur 8 Kilo. Komme ich damit im kleinen Gang relativ mühelos einen Berg hoch? Zwar nicht so schnell, aber es geht.
wirklich gut. Das heißt, ich brauche nicht zwingend einen Motor, wenn ich ein bisschen Fitness will. Ja, also man muss ja dazu sagen, das Rad ist ja weder ein Rennrad noch ein Querfeldeinrad. Es ist die Mischung aus beidem. Hingegen wir natürlich auch gerade mit dem großvolumigen Reifen einen Einsatzzweck haben, der deutlich breiter ist. Bedeutet, du kannst damit gut auf der Straße unterwegs sein, du kannst damit durch den Wald fahren, du kannst sicherlich auch teilweise querfeldein damit fahren. Die Bandbreite ist einfach viel, viel größer. Und das macht die Gravel-Serie oder die Räder, die Gravel-Modelle an sich halt so interessant zurzeit. Weil viele, sage ich mal, kommen vom Rennrad oder vom Querfeldeinrad und haben ein Rad, was keine Kompromisse bietet. Und das sieht hier natürlich schon ganz anders aus. Also auch die Geometrie ist nicht ganz so extrem. Also wir haben hier wirklich ein Rad, was wirklich top dasteht und ich sage jetzt mal für Pendler genutzt werden kann oder auch als reinrassiges Sportgerät. Was mir direkt auffällt, keine typische Rennradschaltung hier drauf, sondern die Bandbreite ist viel höher. Ja, in dem Sinn schon, weil wir haben hier eine SRAM-Schaltgruppe mit verbaut, nur spezifisch halt ganz einfach für den Bereich Gravel dann. Besonderheit natürlich auch, was auch schön aussieht, ist die Kassette hier, dieses Farbspiel, dieses Changieren, macht es natürlich auch sehr, sehr schön. Aber SRAM AXS, ganz klar elektronische Schaltung. Das heißt, du hast auch keine Kabelverlegung. Hier ist ein Blindstopfen hinten drauf, wo normalerweise schaltet auch gut, die Leitung, ja, der funktioniert tadellos. Und gerade auch in dem Gravel-Sektor setzt man sich da schon sehr, sehr stark durch. Die Schaltlogik ist natürlich ein bisschen eine andere. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir jetzt natürlich auch oben die Bedienelemente dann halt auch sehen, wird hier natürlich ja ganz anders geschaltet. Ach so, stimmt. Normalerweise schalte ich ja den Seilzug links und rechts. Genau, also wir haben natürlich auf beiden Seiten hier in dem Fall einen Schalthebel. Das heißt, der eine geht dementsprechend runter und der andere geht hoch. Das sind aber Taster. Normalerweise würdest du ja bei Shimano sagen, okay, du hast ja gar keinen Umwerfer. Also von daher schaltest du ja nur mit dem einen hier und mit dem gesamten wieder hoch. Da vorne ist ein kleiner Taster, sehe ich. Genau, das ist alles ein Taster. Und wenn du beides bewegen würdest, dann würdest du einen Umwerfer betätigen. Ah. Zeitgleich. Der Umwerfer. Also wenn ich einen hätte. Weg, ne? Also du hast normalerweise vorne eine Schaltung, hinten eine Schaltung. Ist das jetzt bei den Gravel dafür ein größeres Kettenblatt, mehr Bandbreite zu haben, hinten statt vorne dann noch 2, 3? Ja gut, wir haben ja natürlich vorne schon ein relativ großes Kettenblatt auch mit montiert, aber das Gravelrad wird ja nicht nur, sage ich mal, auf Endgeschwindigkeit benutzt, sondern dementsprechend halt ganz klar durch den Wald und da brauchst du natürlich halt auch oben so ein Rettungssignal. Also das macht auch ein bisschen den Preis aus. Die Schaltung kostet allein, glaube ich, ein Vermögen. Und dabei ist auch schon Power Ready, habe ich gelesen. Das heißt, ein Drehmomentsensor ist möglich, den einzubauen? Ja, also auch das ist möglich. Das ist alles schon dafür vorbereitet. Finde ich halt auch ganz gut. Also selbst so Sachen wie den QR-Code oder ähnliches machen es dann dem Kunden natürlich auch relativ einfach. Und da kann man dann auch, wenn man da mehr ins Detail natürlich reingehen will, deutlich mehr nochmal rausholen oder besser gesagt sich natürlich auch kontrollieren beziehungsweise halt auch vom Trainingseffekt was ganz anderes erzielen. Könnte man daraus ein Reiserad bauen? Vom Prinzip her schon. Also du hast auch Aufnahmen für Schutzbleche. Das ist alles dafür vorbereitet. Und auch bei der Gabel ist es kein Problem, Schutzbleche hier nachzurüsten. Ich frage noch, weil das sehr leicht ist und ein paar Packtaschen drauf. Viele suchen ja Reiseräder, die sehr stabil sind. Der Carbonrahmen ist ja stabil. Bei den Packtaschen kriegst du halt das Problem, beziehungsweise Moment, ich schaue mal gerade. Doch, wir haben auch Gepäckträgeraufnahmen, also auch gar kein Problem. Können wir durchweg halt auch hier verwenden. Natürlich ist die Zuladung dann ein bisschen geringer, aber es wäre so gesehen komplett reiseradtauglich. Schön. Ja, da sind wir jetzt bei unserem großen Thema. Du sagst, du kriegst viel zu wenig. Riesenboom bei Gravelbikes ab 1.000 Euro. Hast du die 1.000 Euro Varianten auch da? Ein paar bestellt? Ja, wir haben eigentlich alles bestellt, quer durch die Bank. Da ist alles mit dabei. Bei Bergamont haben wir momentan vereinzelt Modelle da. Du siehst es hier auch mit einer ausgestatteten Version oder auch das Scott oben. Da siehst du auch das Thema Schutzblech.
in einem Gravel-Bereich. Das ist das warte mal, ich zeig's mal. Gravel 40 EQ. Aber schön gemacht mit dem Blech, ne? Ja, genau. Hier dementsprechend halt ähnlich. Du hast einmal bei Bergamot eine nackte Variante und auf der anderen Seite dementsprechend die ausgestattete Version. Also auch hier geht es immer mehr dazu, Stadtrad oder ähnliches, für sowas dann das Ganze natürlich auch zu nutzen. Gut, 13,2 Kilo mit der Ausstattung, das ist auch noch in Ordnung. Wenn du siehst, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich hervorragend. Ja, klar. Und dann bist du hier wieder beim klassischen Rennrad. Hingegen es natürlich auch solche Varianten in der Gravel-Version dann halt auch gibt. Aber nochmal, leider aus dem vergangenen Jahr sind da viele Räder sehr, sehr spät unterwegs. Also wir warten auch noch auf 2022er Modelle. Und die Mengen reichen aktuell einfach noch nicht. Das heißt, das ist ein 23er. Wer ein Gravel, ja, das ist ein 23er, wer ein Gravelrad haben will, sollte sich da schon relativ zeitig für entscheiden. Zumindest mal jetzt gerade, was das Thema Cube angeht. Scott kommt auch relativ spät mit den neuen Modellen. Haben wir zwar auch jetzt schon den ersten Schwung bekommen, aber alles in allem ist die Nachfrage hier wirklich ähnlich wie beim E-Bike sehr, sehr hoch. So, ein paar Details noch. Der Laufradsatz Carbon? Ja. Carbonfelge mit drin. Also hier, wir haben das Topmodell in der SLT-Variante, da wird jetzt an nichts gespart. Und dementsprechend natürlich halt auch das sensationelle Gewicht mit 7,8 Kilo. Schön. Nico Ockenfels, du bist einer der überzeugtesten Cube-Händler der Welt. Denn du sagst, die bilden die ganze Bandbreite ab von möglichen Rädern. Also eigentlich könnte man reiner Cube-Händler sein und du hättest eigentlich vom Kinderrad bis zum Rennrad alles und E-Bikes und so weiter und so fort. Aber du haderst natürlich auch so ein bisschen, du könntest mehr Räder verkaufen, wenn du mehr bekommen könntest. Ist das ein Privileg, Cube-Händler zu sein in der heutigen Zeit? Was heißt ein Privileg? Also im Endeffekt, klar, wollen, glaube ich, viele diese Marke. Manch einer will sie vielleicht aber auch gar nicht mehr haben. Also das ist, glaube ich, immer teils. Das ist immer die Frage, wie man mit den Marken umgeht oder wie die Marken mit uns umgehen. Ne? Prinzipiell arbeiten wir sehr, sehr gut mit Cube zusammen. Und ja, klar, Monomarke ist natürlich auch interessant, aber ich bin immer noch der Meinung, es gibt viel Vielfalt und die sollte ein Kunde halt auch sehen. In der Automobilbranche, sage ich mal, da hast du das ja auch, wenn du zu BMW gehst, bist du nur bei BMW, da kannst du jetzt nicht sagen, ich hätte gerne noch den Mercedes. Da gibt es zwar auch Annäherungen von manchen, die das privat treiben und sagen, ich habe ein BMW und ein Mercedes-Autohaus, aber nochmal, in vielerlei Hinsicht muss man auch dazu sagen, gefällt einem das Rad, wie sind die Möglichkeiten, also jede Marke hat auch Stärken und Schwächen in ihrer gesamten Kollektion und das versuchen wir natürlich auch mit den einzelnen verschiedenen Marken so auszurichten, dass wir wirklich in allen Bereichen starke Produkte anbieten können. Wie kann man eigentlich die Batterie wechseln beim Sender oben für die Schaltung? Die Batterie sitzt direkt hinten. Die ist direkt hinten. Ja, aber du musst da vorne auch noch so irgendwas haben, damit der sendet, so Knopfzellen oder so. Hast jetzt nur hier hinten die Batterie. Also vorne einen Sender gibt es keine? Nein. Und wie sendet der dann? In dem Sinne fehlt die jetzt, das ist jetzt nur die Blende drauf. Ne? Okay. Und du hast, ich muss gerade überlegen, nee, du hast vorne keine weitere Batterie. Okay, das heißt, da wird die Spannung über den Druck erzeugt. Piezo. Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Ha, ich wollte dich einmal. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, aber vorne sitzt keine Batterie, soweit ich weiß. Nein. Sehr schön. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschauen. Fand ich so geil, das letzte Mal, weißt du noch, wo wir den Geschwindigkeitssensor an dem Rad hinten und dachten, es wäre ein Luftdrucksensor. Aber wir haben es ja dann anschließend aufgeklärt und gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Genau. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie die Schaltung ist. Also New Road C62. Ist es homöopathische Stückzahlen, die du kriegst dieses Jahr nur? Oder? Ja. Leider. Aber trotzdem zeigen was. Wie eben schon gesagt gehabt. Also wer ein New Road haben will, sollte schnell sein. Ja, heute ist der 2. Mai 2023. Tschüss. Ciao.